Moin Moin meine Freunde, es gibt doch noch ein neues Update in Clash Quest, hat mich echt gewundert, richtig geil. Ich hoffe, dass da ein bisschen was bei ist. Wir gucken uns heute das Update-Video an, reacten darauf ein bisschen. Ich habe gehört, dass in dem Video um die Zukunft von Clash Quest auch ein bisschen geht. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, was der gute Darian und der gute Seth da zu sagen haben. Die beiden haben das Video nämlich zusammen aufgenommen. Wir gehen rein, viel Spaß. So, da sind die beiden, also Darian kennen wir es schon. Der Community Manager und Seth ist, meine ich, einer der Hauptentwickler, wenn ich das irgendwie richtig verstanden habe, irgendwie so. Everyone, welcome to the December edition of Island Update. In this video, we've got quality of life improvements, balance changes, bug fixes and more, but make sure you stay until the very end. Boah, Bugfixes sind aber auch bitter nötig. Bitte sagt, dass die den Bombenminer gefixt haben. To hear about the future of Clash Quest. Island Update. I'm Darian, Community Manager for Clash Quest, and joining Moin, me in Darian. this edition of Island Update is... Me! Hey, Captains! Ah, Game Designer ist Seth. Ja, okay, ist ja wie ein Entwickler, ne? My name is Seth, and I'm a game designer on Clash Quest. This Island Update is going to be a little bit different than our usual ones. For this particular update we're releasing, it's not going to be more islands, more levels, more troops. Would you say this one's more of a kind of a quality of life improvement for this update? Yeah, we just had an update last month that introduced clans, clan leagues, magic items, and more. But we wanted to turn around and get you another update before Clashmas, where we could put in bug fixes, quality of life updates, and some balance changes as well. Ah, okay, das bedeutet, dass die in diesem Update nicht neue Sachen hinzugefügt haben, damit man wieder ein paar mehr Inseln hat, neue Truppen oder sowas, sondern dass sie sich erstmal darum kümmern, dass die Sachen, die jetzt schon da sind, ein bisschen flüssiger, ein bisschen besser laufen, keine Ahnung, irgendwelche Balance Changes und so weiter und so fort. Okay, ist eigentlich ganz nice, weil es gibt halt echt sehr viele Bugs bisher und das war halt hart nervig, ne? So why don't we kick off and find out what exactly is going into this quality of life update. So something that you guys have been asking for, we've now added an online-offline status indicator. You can now sort clan members. Also, just for you guys, we've added an attack log. Oh, das ist so geil. Das ist so wichtig. Vor allen Dingen für Leute wie mich jetzt, sag ich mal, die selber einen Clan leiten und da ein bisschen gucken wollen, ist es halt echt hardcore gewesen, nicht zu wissen, wer seinen Angriff nicht gemacht hat. Weil das war immer echt ätzend. Du siehst am Ende des Tages, wow, 19 von 20 Angriffen, welcher Idiot hat seinen Angriff nicht gemacht? Keiner will es gewesen sein. Und am Ende wurden in der Woche, keine Ahnung, 5, 6, 7 Angriffe nicht gemacht und deswegen steigst du nicht auf oder so. Echt super ärgerlich, deswegen super geile Funktion. So now you can see when your clanmates have actually done their attacks. But that's not all. That's right, Darian. That is right. And for some of you at home, you may have noticed that our early clan league battles were not exactly equal in difficulty, so we did a balance pass. Most importantly, the single stage levels that were so difficult before have both been made easier and are worth more points. Okay, das heißt, die Single Stages werden jetzt einfacher gemacht. Okay. Now they should be much more closely balanced with dungeons and boss fights as a way to spend your clan attacks. On the Okay. single player side, we've also made a few balance changes there as well. So, for example, the first stage of every island is considerably easier, making the experience of traveling to a new zone much more easier and much more enjoyable. Okay, ja, ich nehme an, das haben die gemacht, weil viele Leute sich darüber beschwert haben, dass es zu schwierig am Anfang ist. Gebe ich auch ein bisschen recht, sag ich mal, für Free-to-Play-Spieler war es am Anfang immer sehr schwierig und am Ende zu einfach in meinen Augen. Also so die letzten Islands waren halt echt, die letzten 20, 30 Islands waren halt echt einfach, aber die ersten waren halt dafür viel zu schwer. Dadurch haben viele am Anfang auch aufgehört, das Spiel zu spielen. On top of that, when you complete all the stages of an island, the crate that you see, or not necessarily a crate, the chest that you see at the end of that journey will show you if there's a guaranteed item crate in there or not. Ah, okay, das ist cool. Dann siehst du direkt, ob du eine Crate kriegst oder nicht. Aber wobei, gut, das ist jetzt auch nicht so notwendig, das zu sehen, finde ich. Ich finde, da war der Überraschungsmoment ein bisschen cooler. Gut, andererseits können die das auch von der Seite betrachten, dass man sich so mehr darauf freut, dass man wieder ein neues Crate bekommt.
And additionally, when you get a random magic item drop, it will no longer show up as a crate. We know how confusing that was, and we totally apologize for that. So we've now changed. The random magic item will now show up as a pouch. Okay, das ist auch geil. Sonst, wenn man hat man eine Kiste bekommen, denkt so, oh geil, da wird eine neue Truppe oder keine Ahnung was drin sein und ein neues Item oder so. Und was war es dann letztendlich? Ein Mundschmutz Magical Item. Ja, das ist cool, dass sie das geändert haben. Instead of a crate. Hopefully fixing that kind of confusion. There's also balance changes on all the crew and spells that you enjoy. One big change we've made in this update is how fire works. There are several crew members who can light enemies on fire by using special items. But one thing we wanted to do was to make it a good viable strategy, especially in defensive boss fights or against single stage levels, and we wanted to make it consistent across all these crew members. So with this update, there are 3 major changes to fire. 1, fire always applies if you have the right item. That means Okay, das heißt, er entzündet immer, nicht nur zu 60%, 80% oder so, sondern immer, okay? Bomb Miner goes from a % chance to apply fire to always applying fire with the fire bomb item. Macht ja Sinn. Fire lasts forever. It never expires. Now, Oha, das Feuer bleibt für immer. Das bedeutet ja, dass das Baby Dragon Feuer-Item wieder gut wird. Das ist nice. not 3 turns, not 5 turns, forever turns. Okay, das ist krass. And fire has a 50% chance to spread. Previously, only some crew had a chance for their fire to spread to nearby enemies, but now if you light something on fire, there's a good chance it'll spread to nearby enemies and build. To spread, das bedeutet, dass es auf andere Gebäude übergehen kann. Das ist eigentlich auch geil, weil wenn das die ganze Zeit bleibt, hast du ja jede Runde eine neue 50%ige Chance, dass das Feuer sich verbreitet, wenn ich das jetzt richtig verstehe. So I mean like Archer's Firebow. Yes, Archer's Firebow, Baby Dragon's Fire Collar, Wizard's Fire Robe, and Bomb Miner's Fire Bomb will all now work very consistently. Das ist gut. So you're saying it's a fire sale. Yes, Darian, it's a fire sale. This update is lit. Additionally, we've got a ton of bug fixes going into this update, including fixing P.E.K.K.'s defensive blade bug, which allowed people to farm gold more than it was supposed Was? Der Defensive Blade Bug wurde nach über einem halben Jahr gefixt? Das gibt's ja gar nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. to. We've been aware of that bug. Thank you guys for sending the multiple reports on it, and it is finally getting fixed. And that's just one of dozens of bug fixes in the game. We've really made an attempt to clean up all the issues under the hood and give you a great experience for Clashmas. Which reminds me, we have special Clashmas offers coming into the shop around the holiday season. Take a look. Oh. Bitte, lass es irgendwas Weihnachtsmäßiges sein, was man dann auch nur Weihnachten bekommt. Ich hoffe nicht, dass es jetzt einfach nur Angebote sind, die vergünstigt sind. Das wäre irgendwie schade, weil ich bin maxed. Because it'll be the first time that you'll be able to get multiple items in a single purchase, and we're going to offer some items at a discount gem price. Now that we've talked about what's coming in this update, we have a brief amount of time to talk about what's coming in the future. So Clash Quest's been around since April, and we thank you for the high amount of feedback and the regular activity that you guys have shown us. Jetzt wird's interessant. Wie geht's weiter? Was passiert in der Zukunft? Weil Clash Quest ist jetzt seit 7 Monaten, glaube ich, in der Beta-Phase. Und es entwickelt sich zwar, aber relativ langsam, finde ich. Und die entwickeln ja immer weiter. Man merkt ja momentan auch, dass die übelst Bock haben. So ein kleines Update zwischendurch mal, dann wird hier wieder an was Größerem gearbeitet. Und ich glaube schon, dass die vorhaben, das Game irgendwann global zu bringen. Aber da muss noch viel passieren und ich bin sehr gespannt, was sie sich da jetzt überlegt haben. Absolutely love it. But we do have some future plans for the game, and let's kind of talk about what some of those plans are. So this has been an exciting year for Clash Quest. Going to beta is always a huge achievement, but it's clear we have a lot of work to do. The things we'd like to focus on in 2022 is to add more strategic depth to the game. It's a game. It's a puzzle game. We want to give you, the players, more abilities to affect the outcome of each puzzle. Das ist geil. Da kann man mehr nachdenken, weniger RNG. Wichtig und richtig. By making better strategic choices outside of the battle. Right. We are working on new regions. They're still currently in the conceptual stage, but we're happy to show some of the artwork of what our cool artists are working on. I mean, just kind of feast. Digga,
Digga, woran arbeiten die da? Was? Was ist das denn, Alter? Ein Elixierkönig oder was? Ein Elixierklumpenkönig? Digga, aber die roten Magier, die sind aber mal... Ui, da würde ich mich sehen. Und guckt euch das mal an. Da sieht man, welche Truppen nachkommen. Das ist auch krass. Early concept pieces. Ein Mega-Packer WTF. Was? Was? And hopefully we'll be able to bring them in an update in the near future. Check out these cool new crew, regions, enemies, and more. While it's too early to give specific plans for 2022, we do want to say that there is no world where we don't add more islands, more crew, more enemies, and more to Clash Quest. Ja gut, die haben sich schon viel überlegt. Ich bin gespannt, wann das alles kommt. It has been such a great game to work on, and we can't wait to just expand the map, expand the universe, and bring more strategic puzzling gameplay to you at home. And that does hopefully bring us one step closer to a global release. We don't have a date yet, but we're hoping as we add more updates, that does bring us one step closer. So thank you for joining us on this December edition of Island Update. Make sure you leave a comment below, click like and subscribe. We do read your comments and it does help us create future content. Okay, also das Update sind quasi dann halt nur Bugfixes, was auch wichtig ist. Ein paar Balance Changes und so weiter. Was genau das ist, das werden wir uns wahrscheinlich nochmal in einem anderen Video genau angucken. Ich denke mal, die Patch Notes kann man ja auch irgendwo nachlesen. Dann gucken wir uns die mal zusammen an. Reden da mal ein bisschen drüber. Sehr interessant. Gut, die Xmas-Angebote, beziehungsweise Clashmas, wie sie es nennen, werden, glaube ich, nur Angebote sein, dass man irgendwas vergünstigt kriegt, weil sonst hätten die es gezeigt. Die haben ja alles gezeigt, als ob die, wenn es irgendwas Besonderes gegeben hätte, die das nicht gezeigt hätten. Finde ich ein bisschen schade. Ansonsten stabil. Sie zeigen, dass sie da sind. Dann hoffe ich aber, dass es direkt im Januar das nächste Update gibt. So, until next time, we're your captains. Captain, two? Two! All right! Signing off. I'm Community Manager Darian, and joining me is... Hi, guys. Oh. I wasn't ready for it. I wasn't ready to kind of hot answer. Do it again. Ja, meine Freunde, klein aber fein ist jetzt nicht das krasse Weihnachtsupdate, was wir uns vielleicht erhofft haben. Ich glaube, erwartet wäre das falsche Wort, weil erwartet haben wir es nicht. Ich habe eigentlich gar nicht mehr erwartet, dass überhaupt noch was kommt. Aber das ist geil. Immerhin ein bisschen was. Ein bisschen was. Das lässt mich zumindest die Hoffnung nicht aufgeben, dass sie daran arbeiten. Gerade dieser Fakt, dass sie gesagt haben, sie möchten, dass das Spiel mehr strategisch wird und weniger RNG-lastig, finde ich sau wichtig. Ich bin gespannt, was sie sich da alles überlegt haben. Wir werden uns überraschen lassen müssen, was anderes bleibt uns halt nicht übrig. Ich finde es auch cool, dass sie gesagt haben, dass sie langsam Richtung Global Release hinarbeiten. Heißt natürlich längst nicht, dass das jetzt im halben Jahr global ist oder in 8 Monaten oder so. Kann auch noch ein Jahr dauern, wäre halt schade, aber kann passieren. Ich hoffe jetzt, dass es ein Update nach dem anderen gibt. Bam, 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 bam. Am liebsten jeden Monat eins. Wäre geil. Wäre zumindest wünschenswert. Ob das jetzt auch passiert, keine Ahnung. Wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was ihr von der ganzen Nummer haltet. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye. Euer Psy.